Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Runde. Ich freue mich sehr, dass wir wieder live am Start sind. Und heute geht es um das Thema Motivation, Üben, ja alles was dazu gehört, damit man auf der Gitarre und beim Spielen des Instrumentes, wie auch generell im Leben, ein kleines Stück besser wird, einen kleinen Schritt weiterkommt. Darum geht es heute. Ich freue mich sehr, dass wir live sind. Und ich schaue jetzt gleich mal in den Chat, wer alles live dabei ist. Und dann sagen wir mal Hallo. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dass Bild und Ton soweit okay ist und ihr mir ein kleines Feedback geben könnt. Streamzustand ist noch orange, aber das sollte sich im Laufe des Streams hier verbessern. So, danke. Ja, Peter. Hallo Richie. Hallo. Ihr lieben Manuela, grüße euch ganz, ganz herzlich. Alle, die hier live dabei sind. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start und freue mich sehr, dass es wieder losgeht. 2 Wochen sind wieder vergangen und die 2 Wochen waren sehr wichtig. Christian, Peter, hallo. Ich grüße euch. Super. Leichtes Rauschen. Schauen wir mal, woran das liegen könnte. Hier ist alles okay soweit, aber sollte eigentlich nicht rauschen. Ne? Upload ist heftig. Ich sehe, das ist ziemlich gut hier, was hochkommt. Ihr dürftet also, bei mir rauscht es auch etwas. Mensch, seht ihr, es gibt immer Neues. Es gibt immer wieder Neues, was wir hier entdecken. So, mal gucken. Ja. Ich hoffe, der Ton ist dann doch okay, ne? Im Nachhinein. Aber rauschen sollte es eigentlich nicht. Ich übertrage hier in knistert leicht. Das ist ja neu. Ne? Ich habe eine zweite neue Webcam hier am Start. Das ist die hier. Die gibt mir ein bisschen mehr Weitwinkel und die Installation, die war gar nicht so einfach. Ich übertrage jetzt also der Upload ist jetzt bei 10 Mbit. Das bedeutet, wenn du jetzt umstellst auf HD-Übertragung, dann solltest du ein ziemlich gutes Bild bekommen. Der Upload sieht hier gut aus. Frames dropped. Ne, wir haben eine hohe Bitrate. Es ist ein Versuch heute mal in sehr hoher Qualität zu übertragen. Ich hoffe, dass es okay ist. Ja, das ist halt die Schwierigkeit bei Live. Ich ziehe mal das Mikro noch ein bisschen näher. Vielleicht hilft das dann. So, ja, gut, super. Also gut, das freut mich. Hallo Markus. Super, ihr Lieben, also dann haben wir das auch geklärt. Also ihr habt eine gute Übertragung. Das freut mich sehr. Also mehr geht nicht. Ich habe hier einen 20 Mbit Upload. Also das sollte bei euch Ton rauscht. Sollte nicht, aber hey, that's live. Im Nachhinein werde ich mir das mal angucken, dann was da gerauscht hat. Hoff mal, es ist nicht schlimm. Also, wir haben 90 Zuschauer. Without further ado, das Thema heute ist Motivation, Lernen, Üben. Das bedeutet, eure Fragen sollten zu 90% zu diesem Thema heute sein. Wo seht ihr eure Hürden, wo seht ihr euren Fortschritt, wo seht ihr Schwierigkeiten, sodass ich euch dann Tipps aus meiner Praxis, aus meinen vielen Auftritten, die ich hatte, geben kann und generell auch aus den letzten Jahren des Unterrichts, was ich da alles erlebt habe. Das ist schon außergewöhnlich. Bedanken möchte ich mich bei allen neu hinzugekommenen Unterstützern auf meiner Webseite. Die ist jetzt endlich voll am Start seit April diesen Jahres und der erste Monat war Hammer. Also wir sind hier auf dem besten Weg, eine unabhängige Plattform zu
zu schaffen, bei der es wirklich darum geht, Wissen zu verbreiten. Und zwar Wissen, das mir in meiner Zeit als anstrebender Gitarrist vorenthalten wurde. Ne? Wissen, dass ich mir selber mühselig damals erarbeiten musste und das mein Steckenpferd jetzt ist, dieses Wissen an euch, an dich hier auf YouTube frei weiterzugeben. Also es ist wahnsinnig gut gestartet und mal alle, die jetzt neu hinzugekommen sind, an euch möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. So, super. Und dann das nächste, was ich euch sagen wollte, ist, ich beobachte bei den Amerikanern dieses Phänomen, dass die teilweise einige der Kanäle, die ich verfolge, jeden Tag Zeug raushauen. Und die Problematik ist, es wird rausgehauen, viel Material im Bereich 5 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten, höchstens mal 12. Und der Punkt ist der, oft ist es so, man schaut sich das Material dann an, im Nachhinein denkt man, schon wieder hat mir einer 5 Minuten meines Lebens geklaut. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig in Bezug auf die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Ne? Wie nutzen wir die? Wie gewinnen wir aus der Zeit, die wir haben, für uns selbst die Ergebnisse? Wie holen wir das Maximale raus, um selber besser zu werden? Also es ist sehr, sehr leicht natürlich, sich berieseln und entertainen zu lassen. Das ist absolut der Hammer, was da abgeht. Tom, herzlichen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Das poppt dann immer so schön hier auf. Danke an alle, die direkt hier auch mal spenden. Das finde ich absolut großartig. Ne? Das sieht dann immer so spektakulär aus, wenn das dann hier so aufpoppt. Lieber Tom, herzlichen Dank unbekannterweise. Ich hoffe, du konntest durch meine Videos ein klein bisschen besser werden und was mitnehmen. So, jetzt ist der Punkt, ich war die letzten beiden Wochen, ich war eine Woche, also knapp eine Woche in Rom, in Urlaub. Ich war noch nie in der ewigen Stadt und es war absolut grandios, was ich dort gesehen habe und was ich dort erfahren durfte. Vieles aus den Geschichtsbüchern war mir bekannt, aber dann es live vor Ort zu erleben, das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und es war nicht das letzte Mal, dass ich dort war. Und diese Pausen, jetzt komme ich auch gleich auf den Punkt, die tun einem sehr, sehr gut. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht in diese Falle tappt, in der die ganze Menschheit anscheinend reintappt, des täglichen Konsums von Medieninhalten. Wir sind so konditioniert und das raubt so viel Energie auch. Ich beschwöre euch, aufzupassen, wo ihr eure Achtsamkeit, eure Aufmerksamkeit hingibt. Ich habe nichts gegen einen guten Film, das wisst ihr, gegen eine gute Serie auch mal gucken, aber dabei dann die Gitarre zur Hand haben und üben. Das ist ganz wichtig. Deswegen diese Einleitung so auch ein bisschen als Fazit von einer Pause. Und es ist ganz wichtig, so wie ich das jetzt letzte Woche gemacht habe, eine Woche, 2 Wochen auch mal länger eine Pause zu machen. Mal ein gutes Buch zu lesen, mal wieder mit der Familie was zu unternehmen, Freunde besuchen, gut essen gehen und ja, einfach abschalten. Ganz, ganz klar, die Medieninhalte haben so zugenommen. Ich konnte das Verhalten im Urlaub extremst beobachten, bis zu diesen unsäglichen Selfies, die ich sehen konnte, überall, ohne dass die Menschen überhaupt wahrnehmen, was um sie herum geschieht. Und ja, ich könnte mich noch länger darüber auslassen. Aber jetzt gehe ich auf eure Fragen ein. Das war so die Einleitung für heute. Und wir reden über das Üben, über Lernen, effizientes Training und vor allen Dingen Motivation. Wie kann man seine Motivation aufrechterhalten? Unter anderem durch eine Balance. Man nennt das auf Englisch Work-Life-Balance, also Arbeit, Leben in Einklang. Ja, das ist wie auf einer Waage, sollte das in Einklang sein. Und hier ist das Haushalten mit der Energie etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Oft glauben die Menschen, dass sie sich entspannen, wenn sie Medieninhalte konsumieren. Das ist nicht der Fall. Das Gehirn läuft trotzdem auf Hochtouren und das sollte man immer wieder beachten.
dass man dann die Energie nicht so zur Verfügung hat für das, was wirklich zählt, nämlich sich weiterzuentwickeln und seine Ziele im Leben zu erreichen. Denn ohne das Erreichen der Ziele, die du dir gesetzt hast, ohne die Erfolge, die du zweifelsohne haben kannst, ist das dann doch ein bisschen ein Leben, das du dann gelebt hast, ohne diesen Erfüllungszustand. Okay? Also, wann hat der Stream denn angefangen? Wir haben 5 nach 4 heute angefangen. 16 Uhr. 16 Uhr ist dienstags und donnerstags im Augenblick. Ich versuche auch mal jetzt an den Donnerstagen, wenn ich es einrichten kann, auch mal später ranzugehen. So, also, jetzt freue ich mich auf eure Fragen und auf euren Input. Wir sind hier unter uns, wir sind hier Gitarren und Musik und auch Lebensfreudegenießer. Wir wollen den Menschen eine Freude bereiten durch unser Musikmachen. Darum geht es letztendlich. Also, genau, Pausen einlegen. Sich nicht bis zur Verzweiflung an etwas probieren, einfach dann jammen oder irgendeinen Firlefanz spielen, das hilft. Oder halt weglegen und Luft holen. Dem stimme ich zu. Was ich gerne mache, ist zu jammen. Ja? Ich übe meine Sachen und wenn ich dann merke, oh, heute komme ich an einen Punkt, sagen wir so mal nach einer halben, dreiviertel Stunde Training, wo das genügt, wo ich merke, ich spüre das dann irgendwann, es braucht jetzt nicht mehr noch an Übung und dann jamme ich. Dann schnappe ich mir Backing-Tracks, je nach Stilistik, Blues, Rock, Mischungen, Fusion, was mich gerade, mal aus spanische Gitarre, das mag ich auch sehr und dann wird darauf improvisiert. Und von jedem Durchgang zu Durchgang kommen neue Ideen und das fördert enorm die Kreativität. Hierzu brauchst du natürlich ein Basiswissen, was Tonleitern angeht, wenn es ums Improvisieren geht. Du musst deine Pentatoniken kennen in Dur und Moll, deine Blues-Pentatonik mit der Blue Note und natürlich, last but not least, die Dur-Tonleiter. Aber das klappt. Ich schaue am meisten Lehrvideos über YouTube, ganz bequem am Fernseher. Sehr gut, das finde ich stark. Mache ich auch. Ich habe aber immer eine Übegitarre zur Hand. Mit Übegitarre meine ich entweder eine elektrische, die sich sehr leicht spielen lässt und die keinen großen Lärm erzeugt. Weil wenn ich schon etwas am Fernseher angucke, dann will ich dann auch nicht jetzt groß mit dem Amp spielen. Das ist auch mal ganz gut, eine E-Gitarre unverstärkt zu üben. Die ist ja auch laut. Und zum Üben langt das völlig. Und das mache ich oft, vor allen Dingen die Trills. Ja. Die Tage hat mich eine Nachricht erreicht, auch von einem Schüler, einem Online-Schüler, der geschrieben hat, die Trills, ich habe die gehasst. Ich habe sie trotzdem die letzten Monate geübt. Ich bin jetzt schon in Rente und meine Finger sind schon relativ steif. Aber siehe da, es bringt unglaublich viel, die Trillübungen zu machen. Also ihr wisst ja, ich habe sie euch schon so oft ans Herz gelegt. Was sind die Vor- und Nachteile eines absolut durchstrukturierten Übungsplans? Ich wollte mir mal einen aufstellen, aber mein Lehrer sagt, sich mit Songs zu beschäftigen ist besser. So, jetzt gehe ich mal kurz hoch, mal gucken. Ja, super. Also, das ist eine sehr gute Frage. Lass mich dir das so erklären. Mit Songs zu beschäftigen ist leider nicht besser. Weil in der Aussage steckt schon das Dilemma. Es ist nichts anderes, was viele Gitarrenlehrer da draußen machen und im Unterricht. Und das ist in meiner Auffassung etwas ein bisschen Unfaires dem Schüler gegenüber. Es wird Beschäftigungstherapie gemacht.
Also machen wir mal den nächsten Song. Und dann hast du den Schüler mal wieder für ein paar Wochen beschäftigt. Ne? Und es gibt nichts Einfacheres wie das. Ja, dann kommt er und nach 6 Wochen wird der nächste Song gemacht. Ob der Schüler den Song gut spielen kann, und da gibt es so krasse Beispiele, dass man mit Anfängern zum Beispiel Songs wie Stairway to Heaven macht oder Hotel California, nur weil die Songs von den Schülern so verehrt und geliebt werden. Aber das ist ein riesengroßer Fehler, den du machen kannst. Du brauchst die Basis, das ist das Basisakkordwissen mit den Grundakkorden. Du brauchst das Basiswissen in der Musiktheorie und in den Tonleitern. Dann brauchst du einen Übeplan. Dieses Thema habe ich in einer Playlist hier auf meinem Kanal. Ich bitte dich da reinzugucken. Das ist sehr, sehr gut ausgearbeitet. Und eine Übeperiode von einer Stunde sollte folgendermaßen aufgeteilt werden. Das kannst du dann strecken auf 2, 3, 4 Stunden. Eine Stunde. Nehmen wir an, du willst jeden Tag eine Stunde üben. 10 Minuten aufwärmen, 40 Minuten strukturiertes Trainingsprogramm mit Maximum 1, 2 Dinge, höchstens 3, die du trainierst, vielleicht 3 Stück in Viertelstundenblöcken. Wir reden jetzt von einer Stunde. Und die letzten 10 Minuten freies Spielen. Also entweder ein Stück lernen, einen Song lernen, ein Part von einem Song. Das kann man auch ausdehnen dann, wenn man Spaß dran hat, nach dieser 3/4 Stunde des Übens. Wenn man dann Bock hat, richtig in den Song noch einzusteigen, dann hat man die Voraussetzungen. Dann hat man sich warm gespielt, man hat konstruktiv geübt nach einem Plan. Also hier die Playlist bitte angucken. Dort habe ich das absolut im Detail erarbeitet und erklärt. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann an die Songs ran. Ne? Also, das ist die Methode ich nenne sie mal der 70er, 80er Jahre oder vielleicht auch noch in den 90er. Ne? Und Schüler, die das aufgetischt bekommen, sind sehr im Beschäftigungsmodus. Okay? Also, Metal Puppet. Ich hoffe, ich konnte das gut erklären. Ich habe das Problem, dass ich viel zu viel Zeit in die Findung des Sounds stecke und nicht wirklich übe. Kannst du, ja, lieber Fabian, das ist ganz, ganz einfach. Du kennst mich, ich spreche immer Klartext. Nun, Problem erkannt, Problem gelöst. Ja? Auch da strukturiere die Zeit. Ich kenne das. Ich bin selbst ein außerordentlich starker Tüftler, was Sound angeht. Ich mache das sehr, sehr gerne. Aber mein Tipp, mach es, nachdem du geübt hast. Ne? Okay? Also, mach deine Übesession. Verpflichte dich selbst, verpflichtet euch selbst, 1 Stunde täglich zu üben. Wir reden nicht von einer Viertelstunde. Wer dir das vermittelt mit der Viertelstunde, dann bedenke, das ist nichts. Also das ist ja gerade mal warm gespielt auf dem Instrument. Wenn du älter bist, brauchst du, so wie ich, brauchst du eine Stunde oder eine halbe Stunde mindestens, bis du halbwegs warm gespielt bist. Okay? Also, ganz wichtig, das ist der Fun-Part. Aufwärmen, üben, lernen, danach, ne? Dem Schweinehund Futter geben und dann an die Sounds rangehen. Okay? Also das wäre in meinen Augen die richtige Reihenfolge. Und wenn du das magst, dann kannst du natürlich auch für dich, ne, dir selbst, weil mir musst du nichts beweisen oder irgendjemand anderen. Du beweist dir selbst, dass du in der Lage bist, diese kleine innere Hürde zu nehmen, diese Disziplin aufzubringen und dabei sozusagen beides zu bedienen. Ne? Das Weiterkommen, das Besserwerden. Und dadurch, dass du dann regelmäßig übst, steigert sich unglaublich deine Motivation, dein Können verbessert sich und ja, was wollen wir denn mehr wie das? Dadurch verbessert sich auch dein Wissen und du gehst viel, viel erfolgreicher, strukturierter aus der Geschichte heraus und auch dein Erstellen von Sounds wird sehr, sehr, sehr stark davon profitieren. Do it! Thomas schreibt, die unverstärkte E-Gitarre ist manchmal für meinen Zimmernachbarn schon zu laut.
Ja, sogar das gibt es, lieber Thomas. Liebe Grüße. Ich kann das nachvollziehen. Dann musst du halt den Fernseher ein bisschen lauter drehen. Ne? Ja, da musst du durch. Ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Martin, bei mir fehlt es immer an der Präzision beim Greifen der Saiten. Soll heißen, ich treffe nicht immer die Saiten genau. Wie kann ich das besser üben oder liegt es schon am Alter 50? Boah, willkommen im Club. Ne? Ich bin jetzt 51, also es liegt ja nicht am Alter. Also mein ältester Schüler ist 72 und der trifft auch nicht immer die Saiten. Ne? Aber wenn er sie trifft, dann klingt es sehr, sehr cool. Ja. Das ist eine Geschichte der Ausdauer. Ne? Das ist eine Geschichte, wie du das besser üben kannst. Ich meine, der beste Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn man älter ist, hat man gefühlt weniger Zeit wie die jungen Leute. Ne? Und dann versucht man ein bisschen schneller ans Ziel zu kommen. Aber wenn wir älter sind, braucht unser Gehirn einfach wesentlich mehr Zeit, um sich die Dinge neu zu sortieren. Okay? Je älter du bist, hast du ein wahnsinnig viel Wissen, Information im Laufe deines Lebens nicht nur aufgenommen, sondern auch in deinem Gehirn abgespeichert. Jetzt kommt was Neues hinzu, eine neue Information. Das Gehirn sucht Platz, wo es das ablagern kann, die neue Information. Und wenn du älter bist, musst du diese Information immer wieder, wie du siehst auch, ich mache meine Drillübung hier unten, immer wieder deinem Gehirn liefern, damit es ja an den Punkt kommt, wo er sagt, okay, hier werde ich gefordert, hier muss ich neue neuronale Verbindungen in meinem Gehirn erzeugen und dann schafft das Gehirn Platz frei. Das ist der Grund, warum man im Alter langsam, geduldig und ausdauernd üben sollte. Ja, und sich nicht unter Druck, vor allen Dingen nicht unter Druck setzen. Oft ist es so, dass wenn du älter bist, du mit zu viel Kraft spielst. In jungen Jahren ist es leichter Lockerheit, weil du diese Geschmeidigkeit in den Fingern hast und in den Gelenken. Da fällt es dir leichter. Und wenn du älter bist, man ist einfach ein bisschen härter im Greifen, härter in den Strukturen. Das ist alles schon ein bisschen festgefahren wie ein alter Baum. Ja. Und da jetzt diese Geschmeidigkeit wieder reinzubringen, das braucht seine Zeit. Okay? Also Geduld, lieber Martin. Viel besser kannst du es nicht machen, wie dass du oft die Dinge, einfache Dinge, sehr, sehr oft wiederholst. Das ist der Schlüssel zum Spielen auch im Alter. Sascha schreibt, von Steve Vai gibt es eine 10-Stunden-Lesson auch als Tab. Ihr werdet verzweifeln, es hassen und lieben, aber es hilft so wahnsinnig weiter. Probiert das mal, schaut mal im Netz. Das ist richtig. Ich fand diese 10-Hour-Session von ihm damals, als die in den 90er Jahren, also Sascha hat jetzt einen sehr guten Punkt angesprochen, als diese Session von ihm rauskam in den 90ern, habe ich tatsächlich mitgemacht, habe 6 Stunden geübt, habe in meiner Biografie auch darüber erzählt und ich habe damals diese eine Übung Ich gehe mal nochmal in die Nahaufnahme, dass ihr die sehen könnt. Okay? Ich spiele hier 7 auf der G-Seite. Das ist von Steve Vai aus seiner 10-Stunden-Lesson. Also 7 hier ihr könnt das gut sehen hier, auf der G-Seite. Dann auf der H-Seite 5, 6, 8. Und nochmal die 5 unten auf der dünnen E-Seite. Und das hier mit Wechselschlag. Und dadurch habe ich alle Finger im Betrieb. Das kannst du auch. Ich mache mal hier die Kamera einen Hauch. Ist mir ein bisschen überbelichtet. So, aber nur ein Stückchen gehe ich hier runter. Okay? So, ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen außer ein Perfektionist. Das ist so eins meiner größten Probleme. Ne? Wenn ich hier euch nicht angucke und mal rechts gucke, das ist einfach, ich gucke auf den Monitor, um zu sehen,
weil ich bin ja mein eigener Regisseur und ich bitte da um Verständnis. Ich will da einfach gucken, ob alles okay ist, ne? Ob ihr mich gut sehen könnt. Ja, so, gehen wir noch ein bisschen näher. Super. Okay? Das ist diese Übung von Steve Vai. Und er hat damals in diesem 10-Stunden-Training unter anderem gesagt, wenn du diese Übung 5 Stunden durchhältst, ich habe es knappe 6 Stunden durchgehalten und ich sage euch, das war so eine absurde Erfahrung für mich. Mit Durchhalten bedeutet, du darfst sie ganz langsam spielen. Und mit ganz langsam meine ich ganz langsam. Oder schneller. Aber du darfst nicht aufhören. Du darfst nicht aufhören. Also du spielst dieses... Und das hat er gemacht. Das war eine der Herausforderungen. Und hassen, lieben und wahnsinnig, das hilft wahnsinnig weiter. Ja. Warum? Weil man an seine Grenzen kommt. Du siehst nach einer halben Stunde, dein Gehirn will das überhaupt nicht. Und diese permanente Wiederholung ist etwas. Ich habe ja ein Video gedreht vor einem Jahr, wenn ihr da rein guckt. Es ging darum, ich habe 5 Stunden am Stück die Durtonleiter trainiert und das Video ist noch online. Ne? 5 Stunden Durtonleiter kannst du gucken. Ne? So was Ähnliches wie das, was Steve Vai gemacht hat. Da habe ich auch in dem Video über ihn gesprochen. Ne? Und wisst ihr was? Das Material ist schon so alt. Es ist 20 Jahre alt, aber immer noch top aktuell und man findet das im Netz. Otis. Jetzt gucken wir mal. Ganz wichtiges Thema. Mir fällt es zum Beispiel schwer, die Motivation, ich gehe mal wieder hier rein, also Otis Skopik. Mir fällt es zum Beispiel schwer, die Motivation für Elektrogitarre aufrechtzuerhalten. Für Akustik habe ich immer mehr Motivation, weil ich mich damit beim Singen begleiten kann. Und dann damit für andere spiele. Ja, okay, gutes Beispiel natürlich. Und kann ich auch gut verstehen. Aber wie wäre es denn mal auch mit, ne? Mama, take this badge from me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. It's like knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Klingt, ne? Also auch E-Gitarre, schöner Clean Sound, ein bisschen ein Chorus drauf und schon kannst du damit singen. Ne? Oder Chorus raus, ein schöner Clean Sound und einfach die alten Klassiker zocken. Ne? Also ich will jetzt nicht zu sehr wieder, ist schon schwer, meine Videos wieder demonetarisiert, wenn ich das Zeug spiele. Eigentlich muss ich ja mittlerweile die Songs ein bisschen falsch spielen oder vielleicht so ein bisschen singen wie Bob Dylan jedes Lied. Ne? Mama thing, it's bad for me. Ne? Damit man das gar nicht erkennt. Also, Otis, nimm die E-Gitarre zur Hand, mach dir einen schönen Clean Sound und singe. Es ist, kann bei manchen Songs, man traut sich ja nicht einmal mehr einen Riff zu spielen, aber ich will nicht wieder mich über das Urheberrecht und über diesen ganzen Artikel 13 Quatsch auslassen. Das Leben geht weiter und die sollen machen, die machen was sie wollen, die Mächtigen. Ne? Aber wir werden weiter viel Spaß haben mit der Gitarre, auch ohne den ganzen Bullshit, den die da verzapft haben. Ne? Also, hau einen Chorus drauf oder spiel mit Delays. Also was ich immer gern gemacht habe mit der E-Gitarre, ist mit Effekten zu spielen. Ne? Wenn ich dann so etwas spielen möchte, zum Beispiel, das macht mir persönlich einen Riesenspaß, da dann Gas zu geben. Ne? Also
Bass zum Beispiel. Also, all das kann sehr, sehr motivierend sein, wenn du es zulässt. Ne? Das Zulassen ist wichtig und die Hürde nehmen mit der E-Gitarre. Ne? Und auch mit der E-Gitarre singen macht tierisch Spaß. Singe ich mindestens die Hälfte meiner Sachen. Ne? Train around 16 coaches long. Train around 16 coaches long. Macht tierisch Spaß, so etwas. Ne? Thomas, kommt man nicht auch zum Erfolg, wenn man aus Songs bestimmte Läufertechniken rausnimmt und die übt? Absolut. Genauso ist es. Manche Songs sind vielleicht oberhalb von dem Level, auf dem man sich befindet, und man schnappt sich dann einen Part aus dem Song und übt erstmal den. Ja. Mein Tipp ist sowieso, wenn du einen neuen Song lernst, wenn du dich an Lieder rantraust, was wir ja alle letztendlich wollen, dann solltest du von dem Song die schwersten Takte erstmal testen. Klappen die? Wenn du das hinbekommst, wenn du das übst, die schwersten 6, 7, 8 Takte. Ne? Wenn ich zurückdenke an Crossroads, Eric Clapton, dann sind es solche Licks. Die ich als erstes dann trainiere. Also ich gucke als erstes bei einem Song auf die Takte, die mitunter am schwierigsten sind. Und wenn ich die dann geknackt habe, dann mache ich mich an den Rest des Songs ran. Ja? Und diese Geschichte, die Thomas jetzt geschrieben hat, zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel von Gary Moore bei Walking by Myself. Da spielt er wie so ein Finishing-Lick. Ne? Immer mal den Helix hier ein bisschen lauter, obwohl er ja hier ein bisschen Alarm hat. Ihr wollt mich ja auch hören. Und dieser Schlusslick den habe ich übrigens gemacht, den kannst du hier im Kanal nachher, wenn du das Video jetzt anguckst und den dann lernen möchtest, dann gibst du einfach rein Finishing Lick oder Ending Lick Gary Moore und dann findest du den hier. Und am Ende macht er dann diesen. Und das ist ein Klassiker. Das ist wie so ein Turnaround-Lick, lieber Thomas. Und das sind so Sachen, die man auch in zig anderen Songs in ähnlicher Art und Weise verwenden kann. Deswegen Teile von Songs lernen. So, Uwe schreibt, die Informationsflut in YouTube ist eigentlich toll, gerade für den Anfänger, mit der Konsequenz, dass man viele Riffs, Lieblingssongs anfängt, aber nichts beendet. Zwinge mich jetzt zu weniger. Ja, das ist absolut richtig. Dein Ziel sollte sein, euer Ziel sollte sein, das Basiswissen drauf zu schaffen, die Basistechniken auf der Gitarre zu können. Und dann, wenn ihr Songs lernt, gehen wir hier in die Aufnahme, dann, wenn ihr Songs lernt, dann solltet ihr euch Songs raussuchen, die ihr wirklich komplett lernen könnt. So, wenn jetzt Solo-Passagen noch drin sind, die noch zu schwer sind, das macht nichts, aber Songs dann auch ganz lernen. Und so ein Ziel sollte sein, ein halbes Dutzend
vielleicht bis zu 10 Songs, nicht mehr, pro Jahr anständig lernen, okay? Und das macht einen riesen Spaß. So 10 Songs kann man lernen in einem Jahr, wenn man dran bleibt. Ne? Und dann mit der Zeit hast du, mit Lernen meine ich 10 Songs so lernen, dass du sie jederzeit abrufen kannst. Ich gebe euch ein Beispiel aus Claptons Biografie. Eric Clapton schreibt, als Jimi Hendrix mit Are You Experienced rauskam, war das ein Riesenschock für die Gitarrenwelt, weil Hendrix so unglaublich gut gespielt hat. Und Clapton hat gesagt, die Scheibe, schreibt auch in seiner Biografie, lief bei ihm in Dauerrotation Wochen, Monate lang und er hat ein halbes Jahr damit verbracht, diese 10 Songs zu lernen. Und er behauptet, du kannst ihn jetzt nach 30, 40 Jahren noch aufwecken, nachts um 3 und er würde diese Songs spielen können. So, das nenne ich Motivation, das nenne ich eine richtige Herangehensweise. Und er hat sich das nicht nur drauf geschafft, sondern er hat sich drauf geschafft für die Ewigkeit. Ne? Also so Songs wie jetzt, ne? Hey Joe. Said, hey Joe. You go with that gun in your hand. Also spielen wir mal lieber nicht so lang, damit es nicht wieder zu irgendwelchen Copywriting kommt. I don't care. I don't care. Diese Songs kann er heute noch spielen. Also 6 bis 10 Songs pro Jahr, die richtig lernen, sodass du sie immer abrufen kannst. Gold wert ist es. Joachim Becker, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen, was du hier sagst. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich zu viel in die Übungszeit reinquetschen will, weil ich der Meinung bin, alles Mögliche zu müssen. Das ist, lieber Joachim, und ihr alle, bitte, bitte, bitte hört mir jetzt gut zu. Das ist der größte Fehler, den die meisten machen. Der allergrößte. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie mies das für uns ist, wenn wir das machen. Ne? Und das geht einfach nicht. Bitte tu es nie wieder. Guck dir meine Übe-Playlist an und beherzige das, was ich dir dort sage. Aber der wichtigste Punkt ist absolut der: Übe 1, 2 Dinge und die extrem konsequent. Nehmen wir mal an, ich mache mal ein Beispiel, dass ihr das versteht, was ich meine. Ja? Ich starte jetzt hier ein Programm, das ihr schon in anderen Videos von mir gesehen habt, und zwar den Guitar Speed Trainer. Ich werde den auch gleich mal kurz für euch einblenden. So, ihr hört schon, da tut sich was. Und es dauert nur eine Sekunde, bis ich das Proggy hier euch hoffe, ich hoffe es, dass es klappt, was ich hier mache, weil nicht immer klappt das alles, wie ich mir es vorstelle. So, jetzt hat das Ding, jetzt zickt das hier rum. Ne? Lässt mich jetzt das nicht mehr hier. Oh, ja, jetzt habe ich es. Also hab Geduld, weil ich bin mein eigener Regisseur. Und wenn du geduldig mit mir bist, wirst du meistens belohnt. Ne? Add Source, Screen Capture, Smart Selection. So, jetzt gucke mal hier. Ich habe hier dieses Beispiel für dich. Also ich kopiere das jetzt mal nur bis zu dem Punkt rein, dass man das gut sehen kann. Ziehe das hier ein bisschen größer. Das ist jetzt just on the fly, unvorbereitet, extra für dich. Okay, super. Also viel Spaß wünsche ich dir. Und so, was du hier siehst, ist ein Beispiel aus dem Programm Guitar Speed Trainer Professional. Wenn ihr wollt, dass ich mehr über dieses Thema spreche, dann, wie die Amis sagen, leave it in the comment below. Und ich kann euch hier dann mehr noch über das Programm, vielleicht mal ein extra Video machen, wie man damit trainieren kann. Okay, so jetzt siehst du hier die
Moll, G-Moll, Blues-Pentatonik. Die sieht so aus. Und jetzt kann ich hier verschiedene Patterns trainieren. Wenn ich auf 1 gehe, dann spielt es mir nur die Tonleiter. Ich erhöhe mal das Tempo. Naja, ihr habt die Idee natürlich begriffen. So, jetzt kann ich hier Patterns verwenden. Ich gehe jetzt mal auf das 1, 2, 3er Pattern. Das sind Triplets. Das klingt dann, ich gehe mal auf Tempo 100, sodass ihr das mal hören könnt. Okay, und jetzt schraube ich das Tempo runter um die Hälfte und spiele mal mit. Und es wird immer schneller. Jetzt stoppe ich das Ganze, weil damit es nicht zu lange geht. So, das war jetzt ein Beispiel von Training im Guitar Speed Trainer. Und den Guitar Speed Trainer, den verwende ich seit Jahren. Das ist ein sehr, sehr professionelles Programm zum Üben. Wurde ja mal in einem Video vor über einem Jahrzehnt schon von Joe Satriani empfohlen. Er empfiehlt es auch seinen Schülern und ich kann es gar nicht erklären, wie genial das Programm ist. Okay? Und hier, wenn du jetzt diese Übungen machst, ich gehe da noch mal rein, dann gibt es natürlich auch noch sogenannte Drills. Und ich gehe jetzt mal hier auf einen Drill mit der Durtonleiter auf 50%, gehe mal auf 100 hier. Und dann kannst du dir das mal kurz anhören, wie das klingt. Ja, also die Tonleiter. Und dann kannst du das trainieren. Und wenn du jetzt so etwas zum Beispiel trainierst, das ist genau das, was ich zeigen wollte. Und am Anfang natürlich übt man das ganz langsam. Dann hättest du bei einem kompletten Training hier, wo du genau bemerkst, dass die Kurve bei Tempo 40 beginnt und linear hochgeht bis auf 60, runter auf 50 und dann bei 50 nochmal 5 Durchgänge bleibt, dann hättest du sehr professionell für 3 Minuten und 23 Sekunden geübt. Nehmen wir mal an, du machst bei dem Training mit dieser Durtonleiter jetzt 10 Durchgänge. Dann hättest du professionell eine halbe Stunde trainiert. Und das ist das, was ich meine mit richtigem Training. Ganz langsam jetzt einmal durch. Ein bisschen schneller. Zwei Klicks und dann wieder schneller.
mal auf 100. Jetzt wird es langsamer. Ja, musst konzentriert bleiben. Tack, tack und. Na, ich stoppe das jetzt. So, nur, dass ihr jetzt in Bezug auf Üben und richtiges Üben die Motivation von mir bekommt und versteht, was es bedeutet, professionell zu trainieren. Das ist ein Programm, wenn du das zum Beispiel mit so einem Programm arbeitest oder dir solche Übeeinheiten erstellst in der Software Guitar Pro, was man auch machen kann, einfach nur 4 Takte mit der Pentatonik oder der Durtonleiter und dann das trainierst und zwar täglich, also in deiner Übestunde 10 Minuten aufwärmen, eine halbe Stunde Training auf diese Art und Weise. Und wenn du das mal so 6 Wochen durchhältst, und dann merkst du gewaltige Unterschiede zu dem chaotischen Training, wo man viel zu viel reinpackt und das Gehirn damit einfach überlastet. Das kann nichts in die richtigen Regionen des Gehirns abspeichern, dass du das dann wieder abrufen kannst. Seit 2 Jahren üben, nicht nur Daddel, hat mich geschwindigkeitsmäßig sehr vorwärts gebracht. Ich übe zum Aufwärmen die Pentatonik über alle Lagen hoch und runter. Spinne hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Schlimm? Nein, Heinz, das ist nicht schlimm. Da gibt es ganz viel Schlimmeres, wie wenn du hier diese Übung, ne, die Spinne es liegt nicht jedem, aber es ist eine reine Aufwärmübung. Ich sehe es als Aufwärmübung. Also ich mache sie jetzt mittlerweile legato. Ne? So, Metal Puppet, das will ich damit nicht sagen eigentlich. Ne? Mein Lehrer ist sehr erfahren und lehrt alles. So, den musste ich jetzt wieder finden. Wo ist er? Oh, ja, ich muss hier nochmal jetzt mal ein bisschen Schnelldurchgang. Ich habe nicht zu lange. Wenn wir sagen, eigentlich mein Lehrer ist sehr erfahren und lehrt alles, was ich von ihm wissen will, ob Theorie, Dinge, sehr im Detail. Hat nicht zeitlich strukturiert. Alles gut. Ne? Du wolltest ja mein Tipp dazu. Ne? Wie haben wir am Anfang? Jetzt gehe ich mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch eure Fragen. Ist gut, das Übungsprogramm von Tag zu Tag zu verändern oder also Notations... Nein, nein, überhaupt nicht. Nicht rotieren. Nein, 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 nein. Üben, immer dasselbe üben. Das trainieren, bis es funktioniert. Es muss funktionieren, das, was du übst. Wenn es auf Tempo 60 funktioniert, aber nicht auf Tempo 80, 90, dann macht es überhaupt keinen Sinn zu rotieren. Bring das auf Tempo. Dein Ziel sollte dann sein 100, 110, 120, 130. Bring die Dinge auf Tempo, bleib bei ganz wenigen, wie Steve Vai das gemacht hat. Bleib bei einer Geschichte und bring die auf Tempo. Übe mit Schlagzeug und Metronom. Kovi, wie soll man jeden Tag üben, wenn man berufstätig ist und von früh bis spät arbeiten muss? Das funktioniert nicht, wenn man nicht gerade ein Schüler ist. Man muss sich auch um Familie und so weiter kümmern. Dem widerspreche ich, Kovi, absolut vehement. Ich bin jetzt alt genug und erfahren genug, um dir zu sagen, dass das nicht funktioniert. Das sind dann leere Versprechungen. Ein Musikinstrument gut, ordentlich, mit Freude zu spielen, bedingt tägliches Üben. Oder tägliches Spielen, tägliches Training. Du musst auch nicht täglich üben, aber täglich das Instrument in die Hand nehmen. Das ist einfach so. Sonst wirst du immer nur an der Oberfläche deiner Möglichkeiten dich bewegen. Ne?
Und nein, ich stimme absolut dem nicht zu. Ich kann es auch erklären, warum. Und deswegen habe ich nicht so viele Abonnenten, weil ich ehrlich bin und absolute Dinge beim Namen nenne. Und, naja, und andere empfinden das vielleicht anders. Aber der Punkt ist einfach der, jeder verplempert täglich. Allein, ich will niemand nahe treten, aber allein mit diesen Geräten habe ich die Statistik gelesen, liegen wir schon bei 3-4 Stunden jeden Tag. Früher haben die Leute Fernsehen geguckt und Videos, ne? Und was weiß ich alles. Sportschau, ganz wichtige Dinge natürlich. Ne? Und die ganzen Hobbys, die Leute haben. Und Hunde und Haustiere und Katzen. Und dann muss das noch erledigt werden und das und so weiter. Ne? Die eine Stunde oder die Dreiviertelstunde, die ist für jeden Menschen machbar. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ne? Wenn du ernsthaft an dich glaubst und etwas erreichen willst. Horst, hast du schon mal besprochen, wie ideale Übungen sind? Ja. Ja, habe ich. Lieber Hans, geh in meine Playlist zum Thema Üben und schau dir durch. Dort habe ich absolut alles besprochen. Fabian, macht nichts. Ich habe gesagt, 10% Off-Topic-Fragen sind erlaubt. Ich hätte noch eine Frage, die nicht viel zum Thema Würdigkeit. Ob Amber Crosspoints im Clean-Sektor jetzt geht gut oder geht besser? Die normalen Spirit of 59 sind im Clean-Bereich noch ein Tick besser. Na? Die hier, die sind ein bisschen dirtier, aber nur ein bisschen. 10-15%. Die haben ein bisschen mehr Rotz, ne? Aber die Spirit of 59, lieber Fabian, die sind im Clean-Bereich ein bisschen wärmer und ein bisschen cleaner. Gerne, lieber Martin, das ist wirklich so. Ja, bei 5 Stunden Durchleider gibt es wenigstens kein Problem mit dem Copyright bei YouTube. Ja, da hat keiner mich demonetarisiert. Aber jetzt, ich meine jetzt Solo-E-Gitarre, ja. Bei mir ist das Problem, dass ich zu viel Motivation habe, weil vor allem, das ist auch interessant, wenn ich Power Chords spiele, meine Finger nach einer Zeit wehtun. Dann, lieber Funfish, verwendest du einfach zu viel Kraft. Ne? Das ist das Phänomen. Hier mein Tipp für dieses Problem: Bei Power Chords tun die Finger nach einer Zeit weh. Du verwendest zu viel Kraft und vergisst die Finger zu entspannen. Gibt eben Songs, ne, wo man fast nur Power Chords spielt. Ne, ich spiele jetzt mal keinen an. Und wenn du dann die Finger nicht entspannst, ne, nehmen wir mal an, wir spielen. Ja, oder ne, der Klassiker. Und du spielst hier Power Chord. Und wenn du dann auf meine Hand hier guckst, dann siehst du, wie ich die, guck mal. Hier, wie ich die Finger entspanne. Also das ist ganz wichtig, bei Power Chords nicht zu viel Kraft aufwenden, denn sonst da sind die Finger relativ schnell einfach nur platt. Nicht vergessen zu entspannen. Super. Also zu viel Motivation. Ja, okay. Also, hallo, jetzt haben wir ein paar Helix-Presets von dir gegönnt. Heiliger Stoß, sage ich, spiele seit Ewigkeiten Model und habe schon etliche Presets gekauft. Also ich hoffe mal, dass sie dir gefallen. Denn ich glaube,
Und da bin ich jetzt mal ein bisschen wie die alten Senatoren im Rom, die haben nämlich die Hand gehoben und haben gesagt, arrogare, also arrogare oder was heute als Arroganz bezeichnet wird, hieß damals im alten Rom, ich nehme mir das Recht, die Dinge beim Namen zu nennen. Nenn mich arrogant. Das passt, das ist völlig in Ordnung. Ja. Und ich sage ganz einfach, ich bin in dem Bereich wahrscheinlich mindestens Top 5, wenn nicht die Nummer 1, ne, was das angeht. Wenn ich nur mehr Nerven hätte, weil ich so viel Zeit reinpacke in die Programmierung dieser Presets, aber ich bin ja wieder an 10 Stück dran, das werden dann nochmal ein paar Highlights sein. Ne. Ja, es geht wahnsinnig viel in Bezug auf den Helix. Wahnsinnig viel, ja. Kann ich dir sagen. Du hast leises Feedback, lieber Vater. Das werde ich alles noch korrigieren in meinem nächsten Leben, dann im Sound. Vermutlich gilt aber wie immer, der Weg ist das Ziel. Die Technik bringt dich am schnellsten zu dem Level, das du dir auf der Gitarre wünschst. Technik ist das Thema Nummer 1, wenn es darum geht, besser zu werden. Ja? Metal Puppet schreibt, ein anderer YouTuber wurde dafür gecopyrightet, weil, ja, das wissen wir, ja. Deswegen werde ich jetzt mal für euch mir den Spaß machen und mal ein paar Sus-Akkorde spielen, um diesen Löchern eine auszuwischen. Ne, machen wir doch mal. Warum nicht? Wie wär's mit Sus-Akkorden von diesem Musiker hier, ne? Wie wäre es denn damit? Soll ich mir jetzt verspielen? Mal gucken, ob sie mein Video blocken, wenn ich Sus-Akkorde spiele. Ja. Super, klasse, ne? Ja, super. Intro von Stairway to Heaven bin mit einzelnen Noten nicht klargekommen, bis ich die dahinter steckenden Chords gefunden habe. Ja, das ist richtig. Ne? Es scheitert jetzt nicht immer höchstens an den schwierigsten Takten im Song. Der Rest ist oft Gedudel. Das findest du aus den Zeiten. Danke, liebe Malis. Dankeschön. Ja, so übe ich auch Songs. Das Schwierigste zuerst, so kann nichts mehr passieren. Habe ich vor kurzem eine Presets runtergeladen für einen Spider 60. Absolut top. Vielen Dank dafür. Die sind wirklich professionell und klingen hervorragend. Das macht richtig Laune zu üben. Herzlichen Dank, lieber Mario. Beim Spider 60, wenn jetzt Lion 6 mir mal wieder zuhört, ich bitte Sie in Zukunft, wenn Sie eine neue Spider-Serie rausbringen, einen besseren Lautsprecher einzubauen. Ne? Also die Presets, an denen habe ich richtig arbeiten müssen für den Spider, um den EQ des Amps so zu trimmen, dass er die Schwächen des Speakers kompensiert. Ne? Also beim Speaker, der Spider klingt sensationell, wenn du ihn aufnimmst. Und für den Live-Sound muss man die Presets richtig tweaken. Also das war schon nicht so einfach. Mir hat einer geschrieben, er hat den Speaker des Spiders ausgetauscht mit einem Celestion, glaube ich, Vintage 30, und der Amp hat wahnsinnig viel besser geklungen. Ne? Aber mit den Presets habe ich alles rausgeholt, was ging. Ich brauche immer erst eine Erfolgserlebnis bei neuen Songs, darum mache ich das genau umgekehrt. Okay. Horst, habe ich vergessen zu fragen, was bedeutet in den Tabs, wenn eine kleine Zahl und eine große Zahl direkt hintereinander stehen? Das bedeutet, dass du von der kleinen in die große hineinslidest. Ja, das ist dann... Das ist wie so ein Auftakt. Ne? Du slidest. Manchmal sieht man auch den Slide, dass er dort... Oder du bendest, aber wenn es ein Bend ist, dann steht... Dann geht so ein Pfeil nach oben. Wenn kein Pfeil nach oben geht, ist es ein Slide in die nächste Note. Okay, ihr schreibt hier mal wieder wunderbar. Ich danke euch für diesen tollen, super schönen Chat, den ihr hier habt. Ich finde das absolut klasse. Ich hoffe,
dass das so anhält. Ich lade euch auch herzlich ein auf whipguitar.de. Dort ist die Seite jetzt voll funktionsfähig. Dort euch in den Foren anzumelden und dort auch die Diskussion dann weiterführen. Würde mich sehr, sehr freuen, weil die Webseite ist jetzt voll funktionsfähig. Die Plattform steht und ihr könnt dort wahnsinnig dazu beitragen, dass das Ganze zum Erfolg wird. Marcel Boss, genau da kranke ich, schreibt 1000 Sachen nichts richtig. Das ist, mach eine Sache richtig und dann die nächste. Das ist immer Step by Step. Ne? Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit deinem ersten Schritt. Okay? Also du kannst die 1000 Schritte nicht auf einmal machen, sondern immer Schritt für Schritt. Ne? So. Wow, da springt ja, ist ja wahnsinnig viel hier noch. Also jetzt machen wir Rapid Fire Answers. Ich muss mir es hier mal ein bisschen bequemer machen. Entschuldigung für das Gewackel. Bin auch schon ein bisschen älter. Disziplin beim Üben ist echt Mist, hilft aber so genial weiter. Lieber Sascha, so ist es. Nicht sagen, klingt schon irgendwie, in so eine Schlaghand nicht vernachlässigen. Kann ich nur 100% zustimmen. Die Schlaghand oft macht ihr den Fehler, dass ihr nicht auf die Schlaghand guckt. Ne? Hier ist die, ne? Und hier passiert die Musik. Hier passiert es. Hier muss die Lockerheit sein. Ne? Und das geht altersunabhängig. Das geht wirklich. Okay, haben das Programm gerade gekauft. Das denke ich mir. 10 Stunden Lesson. Schreibt das auch in die Kommentarbox, wenn das Video online ist. Gib mir Feedback. Lass mich wissen, wie meine Tipps bei dir ankommen, wie du die umsetzt. Lass mich wissen. Guck dir ruhig das Finale von Game of Thrones an oder Avengers Endgame, wenn du ein jüngerer Mensch bist oder ein älterer und du gerne ins Kino gehst, aber sei so nett und gib auch mir hier ein Feedback und einen Kommentar unter dem Video. Ich nehme mal an, dass man dieses Programm auch in Arpeggio stellen kann. Ich persönlich finde, dass man sich nicht so sehr oft mit Skalen beschäftigen sollte. Akkordeon ist für mich wichtiger. Ja. Naja, also erstmal Step by Step, okay? Was jetzt für dich wichtiger ist, ist für einen Anfänger noch nicht der Punkt. Ne? Der Punkt ist, lerne deine Akkorde, lerne deine Tonleitern, beherrsche die Tonleitern, dann geh an die Arpeggios ran und selbstverständlich kannst du hier wunderbar auch, wo habe ich es denn jetzt, ich blende es nochmal ein, wenn es denn gehen würde. Naja, jetzt zeigt er mir es nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, Arpeggios sind hier mehr wie genug am Start. Komm, blende mir das Ding doch nochmal ein. Sei doch so nett. Ja, da sind neuerdings hier Phänomene in meinen Programmen. Aber ja, dann machen wir es halt nochmal. Es geht natürlich nicht nur um die Tonleitern, sondern auch so Dinge. Wenn du hier auf Drills gehst, dann kannst du hier, also du siehst die Wichtigkeit, ne? Single Speed, Double Speed Training, Chromatic Speed, Scales, Patterns. Ne? Und Patterns sind ja nicht nur in der Tonleiter, sondern auch in Arpeggio-Form. Und da hast du dann wahnsinnig viel Arbeit. Ne? Und das ist nur ein Beispiel. Dann kannst du hier unter My, kannst du dir dann deine eigenen Dinge erstellen. Du kannst auch so etwas üben, jetzt zum Beispiel Silence of Swing. Und so weiter. Ne? Ihr könnt euch ja vorstellen,
wie genial das Programm ist. Was da alles machbar ist, wenn man das richtig trainiert. Okay? Hallo, es macht wieder einmal Spaß, dir zu sehen. Dankeschön. So soll es sein. Ne? Ihr sollt Motivation haben von dem Ganzen hier. Ne? Motiviert sein, an euch glauben vor allen Dingen und das Richtige üben. Also eine klare Struktur in der Oberstube hilft enorm weiter. Okay? Mach es dir einfach. Leg dir eine Zeit fest, halte dich die nächsten 6 Wochen dran. Nach 6 Wochen dehnst du das aus auf 6 Monate und dann auf die nächsten 6 Jahre. Und wenn du nach 6 Jahren nicht ein Hammer-Gitarrist bist, dann kann dir auch nicht mehr helfen. Ne? Aber das ist der Weg. Und dann trainierst du das ab. Das ist dann eine Routine, auf die du wahnsinnig stolz sein wirst. Ich garantiere es dir, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wirst du zurückblicken und sagen, Mann, war das wichtig, dass ich das durchgezogen habe. Und nicht nur das, du wirst es auch allen anderen hier in dem Chat, wie jetzt Jörg zum Beispiel, der sehr fleißig ist, allen anderen auch erzählen, dass das der Weg ist. Ne? Der Weg ist das Ziel und eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Aber du musst Schritt für Schritt setzen und du kommst garantiert ans Ziel. Übe wenige Dinge extrem oft. Wenige Dinge extrem oft. Geh an etwas Neues, wenn das, was du übst, funktioniert auf Tempo 60, 80, 100, 120, you name it, 200. Okay? Aber übes so. Und wenn du dann nicht die Hammerergebnisse bekommst, die möglich sind, dann komm bitte nicht mehr auf meinen Kanal und guck dir Entertainment Daily an. Das hilft dann auch nicht mehr weiter. Nicht böse sein, gell? Wenn ich so Klartext rede. Ich meine es aus Herzen, aus meinem ganzen Herzen, liebevoll für euch alle. Deswegen immer klare Ansage, okay? Hat noch einen Tipp zum Fingertraining außer dem Gripmaster. Gripmaster ist ist ein Aufwärmegerät. Ja? Also verwende es zum Aufwärmen deiner Muskulatur. Das ersetzt nicht das Üben. Friederike, was sollte ein Rechner haben? Festplatte, Soundkarte, wenn ich mit dem Helix Musik aufnehmen möchte. Nun, Soundkarte ist der Helix. Okay? Der Helix wird per USB verbunden und es ist eine 10-mal, 100-mal, 1000-mal bessere Soundkarte wie in deinem PC. Also das Ding ist eine Soundkarte für 1000 Euro, 1500 Euro. Und eine gute SSD-Festplatte wäre vielleicht gut fürs Betriebssystem. Das ist ein ganz normaler Rechner und du kannst wunderbar damit aufnehmen. Wichtig ist Arbeitsspeicher, mindestens 8 GB Arbeitsspeicher auf dem Rechner und ready to go. Geht auch wunderbar mit dem Laptop. Hallo, kannst du mal eine Session machen, mit der du erklärst, wie man zum Beispiel Rhythmustheorie heraus bzw. anwendet? Habe ich schon gemacht. Wolfgang Gangloff. Hallo, kannst du mal eine Session machen, bei der du erklärst, wie man zum Beispiel Rhythmus, die rechte Schlaghand raus bzw. anwendet? Habe ich einen Grundkurs gemacht, wenn du an den Tag gehst, wo ich Rhythmusgitarre erkläre, okay? Im Grundkurs. Oder gib einfach als Suchbegriff im Kanal rechte Hand Rhythmusgitarre ein und lass dich überraschen, was da kommt. Hallo Horst, lassen sich die Helix Presets auf Helix Stomp übertragen? Nein. Der Grund ist leider der, beim Helix Stomp sind die Presets eingeschränkt in der Menge der Effekte, die man verwendet. Ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber ich glaube bei 6, 7, 8 ist Schluss. Und beim Helix kannst du 16, 32, so viel der Prozessor hergibt, 34 und so weiter, Effekte hintereinander packen. Nein, die sind nicht kompatibel, aber der Sound ist identisch, was der Hammer ist. Er kann es nicht lassen. So. Okay, jetzt mal schnell nochmal durch und dann war es das für heute. Peter Gerhard, kann man den Helix LT bzw. Line 6 Stomp an einen Boss Katana Amp anschließen? Kann man machen, selbstverständlich, aber bedenke, es ist doppelt gemodelt. Der Sinn von diesen Geräten
dem Helix LT bzw. dem Stomp ist es an eine klangneutrale Gerätschaft anzuschließen. Du musst immer wissen, ein Gitarrenverstärker hat einen eigenen Klang, auch wenn es ein Modeling-Verstärker ist. Er hat einen eigenen Klang. Aber übergangsweise stellst du den auf Clean, kannst du den auch mal verwenden. Aber es wird nicht authentisch klingen. Wenn du willst, dass dein LT authentisch klingt, dann schließ ihn an Studiomonitore an, an eine PA, schließ ihn an ein Powercap von Line 6. Und dann hast du dort den optimalen Sound. Also optimal sind Studiomonitore bzw. das Powercap von Line 6. Ich würde es nicht an einen Gitarrenverstärker anschließen, nur im Notfall. Wenn du jetzt nur die Pedals anschließt, also wenn du ihn einschleifst in deinen Boss und nur die Verzerrer verwendest oder das Echo, die Choruseffekte, dann funktioniert das. Dann macht dein Boss Katana den Sound, deine Amp-Sounds, aber der Line 6 hat einen Amp-Sound und der Boss hat einen Amp-Sound und beide zusammen sind nicht kompatibel. Jürgen Berger, ich würde gerne einen Speaker austauschen, aber welchen? Da bin ich überfragt, das kann ich dir so nicht sagen. Ich bin nämlich kein Elektrotechniker. Ne? Da musst du dich schlauer machen. Ne? Also ich glaube, mit einem besseren Speaker wartet der zu leben auf. Ne? Da wacht er auf. Jenny. Ne? Peter Gerhard, Game of Thrones kann man noch mit zwei. Ja, natürlich, ich gucke es ja auch, macht ja auch Spaß. Gestern war das Finale von Games of Thrones, also eines der, oder das Viertelfinale, vielleicht schon das Halbfinale. Und es war wie Herr der Ringe, es war überragend gut, überragend. Ne? Und ich habe dabei geübt. Ich werde mal wieder zu Vorschau, ich habe für mich persönlich etwas, für mich kompositorisch schneller voranbringen, die Skalen. Ja. Ja, super, natürlich, ne? Das passt schon. Genau, das ist die Reihenfolge. Also, kannst du herausfinden, welche Speaker gebaut und was? Nö, das macht ihr selbst. Also ihr seid Schwarmintelligenz und ich habe keine Zeit jetzt für mich um den... Wisst ihr, ich spiele den Spider 120 und meine Aufgabe an dich ist jetzt, wenn du das wissen möchtest, finde es raus und teile es uns mit. Weil ich habe mal... Es ist immer Lebenszeit, die wir verbringen und ich habe die Zeit nicht. Ich habe den so programmiert, dass er für mich klingt und ich werde den Speaker nicht austauschen. Es ist auch nicht unbedingt die Empfehlung jetzt von mir, okay? Wenn du es recherchierst und rausfindest, poste es hier rein. Ich hab die Zeit nicht. Sorry. Ah, okay. Tom, ich verstehe. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe den Gripmaster unterwegs dabei und suche nach einer Alternative zur Abwechslung für unterwegs. Gibt's nicht. Es gibt nichts Besseres. Kauf dir einen zweiten, der ein bisschen härter ist. Kauf dir den blauen noch und trainier mit beiden. Wärm dich mit dem gelben auf, trainier weiter mit dem blauen. Du brauchst keinen zweiten. Weil ich immer versuche, meine Lieblingssongs zu lernen. Komme immer nur zum Anfang. Also ich merke, das ist zu schwer und bin gefrustet und komme nicht weiter. Vielleicht möchte ich zu viel. Dieses Dilemma haben 90% der Menschen, die ein Musikinstrument lernen. Das ist völlig normal. Ne? Geht uns allen so. Lern trotzdem deine Lieblingssongs, mach trotzdem deine Übungen und geh deinen Weg. Okay? Das ist überhaupt kein Problem. Du wirst es schaffen. Danke sehr, lieber Heribert. Deine Empfehlung zur Beweglichkeit der Finger auf einer Seite und zwei Seiten übe ich seit 4 Wochen. Wann kann ich auf eine Verbesserung hoffen? Sprich mich nochmal in 6 Monaten an. Ne? Nee, Joachim, du musst es jetzt folgendermaßen angehen. Du übst das jetzt ehrlich gesagt für den Rest deines Lebens. Ne? Einfach weitermachen. Weitermachen. Es kann sein, es dauert 3 Monate, es kann sein, es dauert 6 Monate, es kann sein, es dauert noch länger. Aber der Durchbruch kommt und an dem Tag, wo er kommt, will ich von dir eine Nachricht. Entweder eine E-Mail, dass es geklappt hat, oder eine Nachricht auf allen Kanälen. Schreib mir, ich bin absolut überzeugt, das ist es. Ich bin absolut überzeugt, dass du das hinbekommst. So, das war's für heute. Wenn mir beim Üben der Frust hochsteigt, spiele ich etwas, was ich kann. Spiele an als absoluter Maiden-Fan Sachen von denen, dann geht es mir wieder gut und ich setze mich erneut dran, hilft. Ja, super Tipp. Super. So, ihr Lieben, das sollte es für heute gewesen sein. Das könnte hier noch Stunden weitergehen, aber jetzt kommen bald meine Schüler zu mir.
jetzt meine finale Ansprache für dich. Erstmals nochmal herzlichen Dank. Wir sind jetzt 2 Jahre ins Lande gegangen, seit im Februar 2017 habe ich Patreon gestartet. Und jetzt, 2 Jahre später, mit Hilfe von Manuela, meiner super lieben Webmasterin, haben wir die Webseite auch am Start, komplett mit allen Unterstützerebenen, die jetzt eingerichtet sind. Es geht los ab 2,50 € im Monat, ganz homöopathisch. Und der Gegenwert dessen, was du an Material bekommst, übersteigt alles, was es sonst gibt. Nun, mittlerweile geht es auch in den Mentorenbereich. Ich habe auch Schüler, die dort noch an mich rankommen und sehr von meinem Wissen und von meiner Erfahrung profitieren. Die möchte dich herzlich einladen, auf meine Webseite zu gehen. Dort kannst du dich entscheiden, mich weiterhin über Patreon zu unterstützen. Ich bin kein Mensch, der dann, wenn er 2 Jahre erfolgreich war auf einer Plattform wie Patreon, die dann hängen lässt. Nein, ich werde dort weitermachen und natürlich gleichzeitig die Webseite und dort die Unterstützerplattform aufbauen für dieses Projekt. Wir sammeln, wir lernen, wir nutzen unsere digitale Schwarmintelligenz, um uns gegenseitig besser zu machen. Was ist Motivation? Motivation ist intrinsisch. Das bedeutet, Motivation kommt aus dir selbst. Manch einer ist sehr leicht zu motivieren. Andere Menschen sind höchst schwer zu motivieren. Der eine ist motiviert, wenn es ihm kalt ist, sich warm anzuziehen. Der andere braucht schon einen richtig starken Impuls, wie eine glühend heiße Herdplatte, bevor er reagiert. Die Menschen tun laut Sigmund Freud nur aus 2 Gründen etwas in ihrem Leben, mit allen Ausführungen und mit allen Facetten, die dazu gehören. Die Menschen tun etwas, um Freude zu gewinnen und um Schmerzen zu vermeiden. Okay, also wir Menschen sind motiviert davon, durch Freude gewinnen und Schmerzen vermeiden. Diese beiden Beispiele betreffen unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz. Das ist das, was uns antreibt. Das eine kann sehr motivierend sein, genauso wie das andere. Motivierend sollte es immer sein, was du tust, in eine positive Richtung. Du solltest für dich eine Linie ziehen im Leben. Ich nenne sie die Hold the Line, wie bei Toto. Das ist meine Hold the Line. Und alles, was unterhalb der Linie ist, was dir nicht gut tut, solltest du im Laufe deines Lebens aus deinem Leben entfernen. Alles, wo du bewusst feststellst, und zwar nicht aus dem, was ich oder irgendeiner dir sagt, sondern durch deine eigene Erfahrung, was dir gut tut, was dir ganz klar, und ihr wisst ganz genau, jeder von euch weiß, was für ihn wertvoll ist und was ihm gut tut. Du weißt es. Und eins kann ich dir sagen, alles, was wir hier machen, ist Lebenszeit. Und ich bedanke mich bei dir dafür, dass du diese Zeit des Lebens und meine Zeit mit mir gemeinsam verbracht hast. Nutze deine Lebenszeit. Nutze sie auf täglicher Basis. Werde jeden Tag ein klein bisschen besser. Tritt dir selbst in den Allerwertesten. Pack dein Instrument aus. Es ist viel schöner, viel leichter, viel motivierender, Gitarre zu spielen, wie viele, 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 viele andere Dinge, die wir in unserem Leben tun und die wir sehen und erfahren. Okay? Spiele es, das Instrument, werde besser und gebe dein Wissen, deine Erfahrung weiter. Das wünsche ich dir, denn durch das Teilen deines Wissens und deiner Erfahrung wirst du wieder besser. Ich werde besser, dass ich meine Erfahrung mit dir teile. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen 1. Mai, einen wunderschönen Feiertag. Ich bin am Donnerstag wieder live für dich da und bedanke mich für deine Zeit. Es war sehr, sehr wertvoll. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
würde mich freuen, wenn du hier die Glocke läutest, dieses Symbol hier, dann wirst du immer informiert, wenn ich wieder online gehe. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, wäre das super. Danke.